Moin zu einer neuen Runde State of Survival mit eurem Lieblingsaffen. Heute geht es um das Formationssystem, ein letztes Mal versprochen. Es geht darum, welcher Spielertyp bist du? Denn das ist ganz entscheidend, welcher Spielertyp du sein willst, damit es Sinn macht, welche Empfehlung für dich die passende ist. Es gibt zwei bekannte Empfehlungen, links Schild, rechts Combo-Skill. Da sehen wir jetzt gerade den Combo-Bereich. Die Frage ist, willst du der Solo-Spieler sein, der nur für sich unterwegs ist, der damit die Sachen perfekt macht, oder aber willst du der Teamspieler sein und gemeinsam Gewinne feiern? Das ist die entscheidende Frage, weshalb es zwei Empfehlungen aktuell von Creatoren gibt, in Bezug darauf, ob Schild oder Combo. Bedenkt bitte, ihr könnt die Talente nur alle 7 Tage zurücksetzen. Und damit kommen wir auch zur Frage, warum? Warum gibt es zwei Empfehlungen? Und fangen wir mal damit an. Es gibt einmal Schild, was wir gerade gesehen haben, und das ist Combo. Und ja, die große Frage stellt sich natürlich, warum gibt es diese zwei Empfehlungen? Die zwei Empfehlungen gibt es, weil das eine hat harte, krasse Vorteile für Solospieler und das andere hilft enorm euch in der gemeinsamen Aktion, in gemeinsamen Events. Aber fangen wir mal an mit dem Schild, denn das Schild ist einfach unfassbar stark in gewissen Events. Und das sind alles Events, die sehr kurz nur laufen. Das sind alles Events, die nur eine sehr begrenzte Rundenanzahl an Kampf haben. Zum Beispiel wie Allianzkrieg Beta, Pass of Water oder auch Al-Ejetin Heast, der Kampf um das Center. Da sind die Rundenlimits meistens zwischen 9 und 12 Runden, also sehr, sehr kurz. Und damit ist das enorm stark. Dadurch seht ihr zum Beispiel auch in Pass of Water diese Kämpfe, wo ihr den Gegner einfach nicht platt bekommt. Oder auch diese Zeiten in Ejetin Heast im Center, wo ihr keinen Schaden macht. Und der Grund dafür ist ganz einfach. Es gibt eine Schildrangfolge. Die Schildrangfolge sind Spieler mit T12-Forschung bei Schild. Es sind Spieler mit starken Behemoths, die das Schild haben. Und als dritte Rangfolge kommt dann noch das Formationssystem. Und wenn du in 9 bis 12 Runden es einfach nicht schaffst, darüber hinaus zu kommen, dann hast du die Ergebnisse, wo du einfach gar keinen Schaden machst. Das fühlt sich an, als ob du immer wieder gegen die Wand läufst und immer wieder und einfach partout gar keinen Schaden macht. Weil das Schild, bevor du überhaupt eigentlich zum Schaden kommst, das alles abgeblockt hat und dann ist der Kampf vorbei. Und das ist, warum es diese Empfehlung gibt für Solospieler, dass du einfach nicht über dieses Schild hinauskommst. Und das macht nur Sinn für Spieler, die eben recht stark sind und den Fokus haben auf Solospieler. Also das Ein-Mann-Wolfspack. Aber es gibt natürlich auch den anderen Teil. Und dieser andere Teil ist eben der Combo-Skill. Und da ist einfach ganz wichtig, es gibt diese Notes, die ich auch in einem anderen gesetzt habe und gezeigt habe, die ganz wichtig sind, die für das ganze Team sind. Und für uns ist auch immer wichtig, also für uns, für mich und mein Team, dass wir das Event als Team-Event verstehen und das ganze Spiel als Team-Event verstehen. Und dementsprechend ist unsere Empfehlung ganz klar auf Combo-Skills. Und der Hintergrund dafür ist, dass die Combo-Skills zum Beispiel in Rallyes sich skalieren. Das bedeutet, je mehr starke Combo-Skills haben, desto höhere Erfolge hast du. Das siehst du hier auch in dieser Rallye bei Start gegen Start. Wir haben keinen Schaden gemacht, obwohl wir in einer Rallye sind und obwohl wir mehr als 12 Runden haben. Und das ist der absolut wichtigste Skill. Der letzte Skill natürlich, der ist auch super teuer. Aber wenn natürlich euer Rally-Lead die hat, dann seid ihr die King of King Kongs. Damit seid ihr unfassbar stark. Dass das für Free-to-Play-Player eher unrealistisch ist klar. Aber das ist halt wichtig für Events wie Reservoir Raid, Capital Clash und die ganzen anderen, die ich hier einblende. Dafür ist das super wichtig, damit ihr genau solche Ergebnisse habt, wo eine Rallye auf euch zukommt und ihr am Ende gar keinen Schaden habt oder auf jeden Fall viel, viel besser dasteht als der Gegner, obwohl er vielleicht die besseren Stats hat. Das ist gar nicht so wichtig dann an der Stelle. Wenn der Statsunterschied irgendwie ein paar 100% sind, kannst du das damit ausgleichen, wenn der Gegner auf das falsche Pferd gesetzt hat. Und deshalb die Frage, welcher Typ Spieler willst du sein? Der Solospieler oder der Teamspieler? Entscheide dich jetzt, denn das ist die Erklärung, warum es diese beiden Empfehlungen am Markt gibt.